Diese Updates von Google darfst du nicht verpassen, denn aus Notebook LM wird jetzt Gemini Notebook. Und Google hat das Tool gleichzeitig so stark erweitert, dass es mit dem ursprünglichen Recherchewerkzeug kaum noch vergleichbar ist. Du kannst mit einer groben Idee beginnen. Gemini Notebook sucht passende Quellen für dich. Es analysiert große Mengen an Informationen. Es kann Berechnungen durchführen, Diagramme erstellen, Tabellen aufbauen, PDF-Dokumente erzeugen und sogar komplette Präsentationen aus deiner Recherche erstellen. Das bedeutet, Recherche und fertiges Ergebnis entstehen jetzt innerhalb eines einzigen Arbeitsablaufs. Und durch die Verbindung mit Gemini kannst du deine Notebooks anschließend auch außerhalb der eigentlichen Notebook-Oberfläche weiterverwenden. In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten neuen Funktionen von Gemini Notebook. Wir schauen uns an, was sich wirklich verändert hat, wie du damit recherchieren kannst, ohne vorher selbst 20 Webseiten zusammensuchen zu müssen. Und am Ende bekommst du einige praktische Tipps, mit denen du deutlich bessere Ergebnisse aus Gemini Notebook herausholst. Beginnen wir mit einer Änderung, die zunächst nur nach neuem Branding aussieht. Dahinter steckt aber deutlich mehr. Am 16. Juli hat Google Notebook LM offiziell in Gemini Notebook umbenannt. Wichtig ist, Google hat nicht einfach ein komplett neues Produkt veröffentlicht. Deine bisherigen Notebooks, Quellen und Inhalte bleiben erhalten. Gemini Notebook bleibt weiterhin ein eigenständiges Recherchewerkzeug. Google integriert es jetzt aber deutlich stärker in das gesamte Gemini-System. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Notebook LM wurde ursprünglich vor allem dafür bekannt, aus hochgeladenen Dokumenten Zusammenfassungen und diese bekannten Audiounterhaltungen zu erstellen. Mittlerweile ist das Tool aber deutlich leistungsfähiger. Du kannst PDFs verwenden, Webseiten, YouTube-Videos, Google-Dokumente, Präsentationen, Bilder und weitere Quellen. Anschließend stellst du Fragen zu genau diesem Material. Der entscheidende Vorteil bleibt dabei erhalten. Die Antworten werden auf Basis deiner ausgewählten Quellen erstellt. Und Gemini Notebook zeigt dir direkt die passenden Quellenstellen. Damit kannst du überprüfen, woher eine Aussage stammt. Google zufolge verwenden mittlerweile mehr als 30 Millionen Menschen und über 600.000 Organisationen das System. Und mit den aktuellen Updates will Google offenbar aus einem Recherchewerkzeug eine komplette Arbeitsumgebung machen. Eine der größten Neuerungen steckt unter der Oberfläche. Google hat den Chat und die Analysefunktionen deutlich verbessert. Gemini Notebook verwendet dafür neuere Gemini-Technologie und kann komplexere Fragen besser verarbeiten. Das ist besonders dann wichtig, wenn du nicht nur ein einzelnes Dokument zusammenfassen möchtest. Stell dir vor, du hast 50 unterschiedliche Quellen. Einige enthalten Zahlen, andere enthalten Studien, andere wiederum unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Jetzt könntest du Gemini Notebook beispielsweise fragen, vergleiche die wichtigsten Aussagen aus diesen Quellen, zeige mir, wo sich die Quellen widersprechen, finde die 3 wichtigsten Gemeinsamkeiten und erstelle daraus eine begründete Schlussfolgerung. Genau solche mehrstufigen Aufgaben sollen mit dem neuen System besser funktionieren. Google hat dazu auch eigene Vergleichstests veröffentlicht. Besonders bei großen Dokumenten und komplexer Webrecherche konnte das neue System gegenüber der vorherigen Version deutlich zulegen. Aber noch interessanter ist eine andere Neuerung. Gemini Notebook kann jetzt einen sicheren Cloud-Computer verwenden. Das klingt zunächst ziemlich technisch. Für den Nutzer bedeutet es aber etwas sehr Praktisches. Gemini Notebook kann Code schreiben und ausführen, um deine Daten tatsächlich zu analysieren. Es muss Zahlen also nicht nur anhand von Text abschätzen. Nehmen wir ein Beispiel. Du hast mehrere Berichte mit Verkaufszahlen. Die Werte liegen in unterschiedlichen Tabellen und Dokumenten. Du könntest sagen, vergleiche die Umsätze der einzelnen Monate, berechne die prozentuale Veränderung, finde auffällige Abweichungen und erstelle mir daraus ein Diagramm. Gemini Notebook kann dafür Berechnungen durchführen und anschließend das Ergebnis visualisieren. Das ist ein ziemlich großer Unterschied, denn damit wird aus einer reinen Frage- und Antwortoberfläche zunehmend ein Werkzeug für echte Datenanalyse.
Google hat dafür außerdem mehr als 100 vorbereitete Softwarefähigkeiten in das System integriert. Dadurch kann Gemini Notebook verschiedene Arten von Analyse und Verarbeitung innerhalb des Notebooks durchführen. Und damit kommen wir zu einer meiner Lieblingsfunktionen dieses Updates. Gemini Notebook kann deine Recherche direkt in fertige Dateien verwandeln. Bisher lief Recherche häufig ungefähr so: Du sammelst Informationen, dann kopierst du sie in ein Dokument. Anschließend öffnest du vielleicht ein Tabellenprogramm, danach ein Präsentationsprogramm und am Ende noch irgendein Design-Tool. Jetzt versucht Google, mehrere dieser Schritte direkt in Gemini Notebook zusammenzuführen. Du kannst beispielsweise einen PDF-Bericht erstellen lassen mit Texten, Tabellen und Diagrammen. Du kannst strukturierte Daten als CSV oder JSON ausgeben. Du kannst Excel-Dateien erzeugen oder eine vollständige PowerPoint-Präsentation erstellen lassen. Auch Bilder lassen sich direkt erzeugen. Ein mögliches Business-Beispiel wäre: Analysiere diese Marktstudien und Wettbewerber. Erstelle daraus einen Bericht mit den 5 wichtigsten Entwicklungen, füge ein Diagramm mit den wichtigsten Zahlen hinzu und erstelle anschließend eine Präsentation mit 10 Folien für ein Kundengespräch. Die Recherche wurde nur einmal durchgeführt, aber daraus entstehen mehrere fertige Ergebnisse und genau das macht dieses Update für mich interessant. Jetzt kommen wir zu einer Neuerung, die wahrscheinlich besonders Anfängern viel Zeit sparen kann. Früher war Gemini Notebook vor allem dann stark, wenn du bereits gute Quellen hattest. Du hast ein Notebook erstellt, danach PDFs, Webseiten und Dokumente hinzugefügt. Und erst anschließend konnte die eigentliche Recherche beginnen. Google verändert jetzt genau diesen Ablauf. Du kannst mit einer relativ groben Idee starten, zum Beispiel: Ich möchte herausfinden, wie kleine Unternehmen künstliche Intelligenz sinnvoll für ihre Kundenbetreuung einsetzen können. Finde seriöse Quellen, berücksichtige unterschiedliche Ansätze und hilf mir anschließend, daraus einen praktischen Leitfaden zu entwickeln. Gemini Notebook kann jetzt über Google Search passende Quellen recherchieren und dir beim Aufbau deiner Quellenbibliothek helfen. Wichtig ist dabei: Du behältst die Kontrolle. Nur weil Gemini eine Quelle findet, musst du sie nicht automatisch übernehmen. Du kannst kontrollieren, welche Quellen tatsächlich in deinem Notebook landen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, denn automatisierte Recherche ist praktisch, aber mehr Quellen bedeuten nicht automatisch bessere Recherche. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Verbindung mit der normalen Gemini-Anwendung. Notebooks können zwischen Gemini und Gemini Notebook synchronisiert werden. Du könntest beispielsweise direkt in Gemini ein neues Notebook zu einem Kundenprojekt erstellen. Du fügst Dokumente und Informationen hinzu. Danach öffnest du dasselbe Notebook in Gemini Notebook. Dort erstellst du eine ausführliche Recherche, vielleicht zusätzlich eine Infografik oder eine Präsentation. Später wechselst du wieder zurück zu Gemini und arbeitest dort mit demselben Material weiter. Das klingt zunächst unspektakulär. Ich halte diese Verbindung aber langfristig für ziemlich wichtig, denn eines der größten Probleme bei der Arbeit mit unterschiedlichen KI-Werkzeugen ist der verlorene Kontext. Du recherchierst in einem Tool, schreibst in einem anderen und erstellst deine Präsentation wieder woanders, dann musst du ständig Informationen übertragen. Gemini versucht, diese Grenzen zunehmend zu entfernen. Das Notebook wird dadurch zu einer gemeinsamen Wissensbasis für ein Projekt. Zum Abschluss noch einige Tipps, die ich beim Einstieg besonders wichtig finde. Tipp Nummer 1: Beginne nicht immer mit dem Hochladen von Dateien. Wenn du ein neues Thema recherchierst, beschreibe zuerst dein Ziel und lass Gemini Notebook passende Quellen finden. Tipp Nummer 2: Frage nach einem Ergebnis. Nicht einfach: Erkläre mir E-Mail-Marketing, sondern erstelle mir auf Basis dieser Quellen einen 30-Tage-Plan für E-Mail-Marketing bei einem kleinen Online-Shop. Das Ergebnis wird dadurch wesentlich konkreter. Tipp Nummer 3: Ergänze eigenes Material, füge vorhandene Dokumente, Unternehmensinformationen, eigene Daten und frühere Recherchen hinzu. Dadurch entsteht weniger generischer Inhalt. Tipp Nummer 4: Bleibe bei einem Thema möglichst im selben Notebook. Dadurch bleibt deine Wissensbasis zusammen. Tipp Nummer 5: Kontrolliere die Quellen. Gemini Notebook zeigt dir, woher Aussagen stammen. Nutze diese Möglichkeit, besonders bei Zahlen, Studien oder wichtigen Business-Entscheidungen. Tipp Nummer 6: Nutze mehrere Ausgabeformate. Aus derselben Recherche kannst du beispielsweise einen Bericht, ein Diagramm
und eine Präsentation erstellen. Du musst die Recherche nicht dreimal durchführen. Und Tipp Nummer 7: Erstelle eine klare Struktur für deine Notebooks, zum Beispiel nach Kunden, Projekten, Content, Themen oder Unternehmensbereichen. Denn wenn du irgendwann 50 Notebooks besitzt und nichts wiederfindest, hast du nur das nächste digitale Chaos gebaut. Mein Fazit: Gemini Notebook entwickelt sich gerade ziemlich schnell weiter. Und meiner Meinung nach wird das Tool noch immer von vielen unterschätzt. Es geht längst nicht mehr nur darum, PDFs hochzuladen und daraus eine Audiozusammenfassung zu erstellen. Gemini Notebook kann Quellen selbst recherchieren, große Mengen an Informationen analysieren, Code für Berechnungen ausführen, Diagramme erstellen, Dokumente erzeugen, Tabellen erstellen und sogar vollständige Präsentationen aus deiner Recherche bauen. Gleichzeitig wird das Ganze immer stärker mit Gemini verbunden. Der größte Vorteil ist für mich deshalb nicht eine einzelne neue Funktion. Es ist der komplette Arbeitsablauf: Recherche starten, Quellen kontrollieren, Informationen analysieren, Ergebnis erstellen und daraus direkt mehrere fertige Formate entwickeln. Alles auf Basis derselben Quellen. Genau das kann bei Recherche und Content-Erstellung enorm viel Zeit sparen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Verwendest du Gemini Notebook bereits regelmäßig oder hast du bisher hauptsächlich die Audiozusammenfassungen ausprobiert? Schreib es gerne unten in die Kommentare, und wenn du möchtest, kann ich in einem weiteren Video auch einen kompletten Praxistest machen, von einem leeren Notebook bis zur fertigen Recherche, Infografik und Präsentation. Wenn du keine wichtigen Updates rund um Gemini, ChatGPT und neue KI-Tools verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.